heiße Arlene Müller und ich bin damals 1973 nach Europa gekommen und hatte die Frage, was suche ich im Leben? Worum geht es? Und es hat eine Weile gebraucht. Man braucht eine Begegnung mit Menschen, dass man merkt, worauf es ankommt. War es die Suche nach Christus? War es die Begegnung zum Beispiel mit Anthroposophie? Und insbesondere möchte ich gern die Persönlichkeit Léanne Collot-D'Herbois benennen. Ich lernte sie ausgerechnet 20 Jahre später, 1993. Das hat mein ganzes Leben geändert. Ich war früher als Grafikerin tätig und habe gemerkt, das ist sozusagen jetzt der neue Wegweiser, dass man was Sinnvolles macht aus der Malerei. Und sie hat es damals auf einem Nenner gebracht. Sie sagte, Licht, Finsternis, Farbe. Ja, und was heißt es? Was fängt man damit an? Und über die Anthroposophie, dieser großen Hintergrund, und dann über diese Malerei und die Maltherapie, die Ausbildung, die ich absolviert habe, war ich damals 1995 fertig. Und da habe ich gemerkt, diese beiden Wege sind sehr wertvoll. Und wenn ich diese Wege pflege, dann kann ich selber meinen eigenen Schulungsweg damit machen. Da kann ich in der Therapie den Menschen was geben, was eigentlich fehlt. Das war eine spannende Zeit. Und vor allem, weil Collot selber gesagt hat, das war nur der Anfang, was sie da alles gemacht hat. Man stelle sich vor, jemand, die 70 Jahre ihres Lebens gemalt hat, erforscht hat, sowieso die Bücher von Steiner gelesen hat, das Wesen der Farbe, und von den zwei Weltentitäten Licht, Finsternis in der Tiefe gesprochen hat. Sie sagte, das sei der Beginn und wir sollen weiter forschen, was alles aus der Finsternis zu entdecken ist. Das ist so mit der Schichtmalerei in der heutigen Zeit so eine Sache. Es ist allgemein bekannt, aber nicht letztendlich, was die Schichtmalerei mit sich hat. Denn wer die Farben so unmittelbar erlebt, dann kann man das Gefühl haben, dass man eins ist mit der Farbe. In dem Augenblick, wo man beginnt, das in seiner Transparenz zu malen. Und wir sprechen von Farben, die wir sagen vor einem Licht und Farben hinter einem Licht. Es gibt eine Farbperspektive und die Farben kommen in ihrer eigenen Gestik in Bewegung durch den Reiz vom Licht. Was für ein Licht! Wir gehen immer vom Standpunkt des Lichtes aus, wenn wir beginnen, ein Bild mit ganz zarten Schleiern zu malen. Und irgendwann merkt man, das ist ein seelisches Atmen. Es öffnet sich eine große, große Welt, ein Kosmos. Das ist wie ein makrokosmisches Prinzip, wie das zusammenkommt. Es gibt inzwischen ganz viele Menschen auf der Welt, die in dieser Art Malerei beschäftigt sind, entweder im therapeutischen oder auf dem Schulungsweg im malerischen. Und man ist bemüht, sich auszutauschen. Und das sind für mich auch sowas wie Kulturoasen. Und wir leisten, glaube ich, immer noch einen wichtigen Beitrag, was auch Richtung Zukunft geht. Es geht immer weiter. Ich glaube, das wäre auch in Léanne Collot-D'Herbois' Sinne, dass wir weiter uns bemühen, zu forschen. Vielleicht können wir nicht so viele Bilder malen wie sie, aber darauf kommt es nicht an. Und es kommt auch nicht darauf an, dass man als Maler sein narratives Selbst hinausbringt in die Welt, sondern der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das ist wichtig, das ist entscheidend. Sag mal, wenn jemand auf ein Bild schaut und denkt, ich sehe alles und das sagt mir alles und das reicht, dann kann man nicht sehen, wie auf dem Weg dahin zu diesem Ziel gegangen wurde. Und das ist das Allerwertvollste mit Licht, Finsternis und Farbe. Und das möchte ich in diesem Video weitergeben, warum wir Collot-Maler so angetan von ihrer Persönlichkeit. Denn sie hat sich selbst nicht als Malerin genannt. Die sagte, ich muss es auf Englisch sagen, I am a working woman. Also ich bin eine arbeitstätige Frau. Und sie sagte weiterhin,
meine Bilder sind nicht für die Ewigkeit. Also explizit hat sie das gesagt. Und das berührt mich sehr, weil ich merke, sie hat tatsächlich gearbeitet. Und das war sozusagen die Willenskräfte von dieser Persönlichkeit. Die kosmische Seele, die Erzengel Sophia, hat daran teil. Und das möchte ich weitergeben und ich bedanke mich für dieses kurze Video.